Heute wirst du uns die Wahrheit erzählen müssen, denn ich habe 3 spannende Fragen unvorbereitet für dich. Ja. Und du musst aus der Intention, aus dem Herzen antworten und uns die Wahrheit erzählen. Ja. Und damit herzlich willkommen. Ich bin Julien, das ist mein Mann Sebastian, der heute nur zu sagen hat, was ich ihm frage. Und deswegen darfst du ja zuhören. Und zwar, erste Frage. Nenne mir 3 persönliche Erfahrungen, Umgangssprache vielleicht auch Fehler, die du bzw. wir gemacht haben und die du heute als einen Mehrwert mit anderen teilen kannst. Jetzt, nachdem wir ausgewandert sind oder aus meinem ganzen Leben? Nein, es bezieht sich natürlich auf unsere Auswanderung. Okay. Wer unseren Kanal noch nicht kennt, ne? Hier geht es um unser Leben im Ausland und wir waren 2016 nach Paraguay gegangen, sind 2019 nach Peru ausgewandert und ja. Also Jetzt greifst du. 3 tiefgründige Fehler, Ja. die vielleicht Umgangssprachfehler. Da muss ich kurz drüber nachdenken. Einer kommt mir direkt in den Sinn, was im Nachhinein auch sehr gefährlich war und was nachher auch zur Verletzung geführt hat, emotionaler Art. Und zwar war das, als wir in Peru waren und ich diesen Strompfosten alleine unbedingt da in die Erde bekommen wollte. Dazu gibt es auch ein Video, das kann ich euch da verlinken, in der Ecke. Da habe ich das dann allein versucht mit unserem damaligen Fahrzeug, den man wegpackt, nicht, dass du die Kamera, das Stativ da umwirfst. Und habe ich dann so drin verrannt in dieser Situation, dass mir, das sieht man auch in diesem Video, dass mir dieser Baumstamm fast auf den Kopf gefallen wäre. Und als dann die Nachbarn vorbeigefahren sind und die Julien sagte, ja, willst du nicht nach Hilfe fragen? Ich dann ganz energisch selbstbestimmt gesagt habe, nein. Und sie dann zusammengestaucht habe, was sie sich erlaubt ist, wieso ich das nicht, wieso sie mir Hilfe anbietet von Fremden, das schaffe ich doch alleine. Und das im Nachhinein betrachtet war das ein großer Fehler, dass ich die Aktion überhaupt so probiert habe. Was ist ein großer Fehler? Es ist falsch, also eigentlich gibt es ja keine Fehler. Es war eine Erfahrung, die ich vielleicht jetzt so nicht mehr machen würde. Vielleicht. Ich kann nicht 100% ausgrenzen, weil der Punkt ist der, genau dieselbe Erfahrung kommt ja sowieso nicht wieder. Allerdings kann ich nie vorher ganz genau sagen, dass es nicht wieder zu etwas Ähnlichem kommen könnte. Allerdings möchte ich dann, wenn es wieder passiert, anders mit der Situation umgehen, weil das ist das, was ich daraus gelernt habe. Ich habe meine Frau dann emotional verletzt, obwohl sie gar nicht dafür konnte, obwohl sie überhaupt damit nichts zu tun hat. Sie hat Hilfe angeboten, was ja eigentlich empathisch ist, Hilfe anzubieten. Und ich habe dann total unempathisch sie zusammengestaucht, was sie sich erlaubt und auch in einem Tonfall, der nicht angebracht war, was ab und zu noch zum Gespräch kommt. Deswegen ist das jetzt ein Punkt, der mir jetzt hängen geblieben ist und ja, was innere Wunden hinterlassen hat. Zum Glück keine äußeren bei mir. Zum Glück. Ein anderer Punkt ist hängt auch noch damit zusammen mit der Erfahrung damals in Peru. Und zwar ging es darum, dass wir ja, das Grundstück hatten. Das waren knapp 30 Hektar. Und mir wurde ein anderes Grundstück angeboten. Für einen guten Preis, sage ich mal. Für einen günstigen Preis um 20 Hektar. Und da habe ich mit meiner Frau darüber gesprochen. Und sie sagte zu mir, sie möchte das nicht. Oder sie würde es nicht wollen, dass wir das Grundstück kaufen. Und die Gespräche mit dem Verkäufer und dann mit einer anderen Partei haben sich dann so entwickelt, dass es dann doch dazu kam. Und ich mich dann in Anführungsstrichen darüber hinweggesetzt habe. Und als es dann nachher wieder zum Gespräch kam, habe ich zu meiner Frau dann mehrmals gesagt, du hättest das mir doch vehementer sagen können. Oder sollen, damit ich dann davon halt abgelassen. Und dieser ganze Prozess hat sich dann zu einem Ereignis hinaus aufgebaut, das uns dann doch, naja, finanzielle Einbuße gebracht hat. Ansonsten ist da auch niemand zu Schaden gekommen und es war halt wieder, ich bedauere es, dass es jetzt vielleicht gerade mehr so um emotionale, tiefgründige Prozesse zwischen uns geht. Allerdings ist das gerade aktuell sehr im Thema bei uns, also sehr im Feld bei uns. Und deswegen kommt dieses Thema halt hoch. Und das bedauere ich auch, weil ich habe sie übergangen in dem Sinne, obwohl sie gesagt hat, sie möchte es nicht. Es kann sein, sie hat gesagt, ich möchte es nicht, ja, ich denke nochmal drüber nach, so und ja, also nicht, ich weiß es nicht mehr genau. Du kannst da nachher dann gleich noch was drauf zu sagen. Ich bin mir nicht mehr, deswegen habe ich dann gesagt, du hättest es ja vehementer sagen können.
Naja, jedenfalls ist es dann auch wieder zu einer Situation gekommen, die kein Fehler war. Allerdings, die dann hätte anders ablaufen können, wenn die Kommunikation anders gelaufen wäre. Oder wenn ich vielleicht nochmal ihren Worten mehr Wert geschenkt hätte. Jetzt vielleicht noch was mehr so... Also im Nachhinein betrachtet sehe ich immer noch die Aktion mit den Container als überflüssig an, dass wir überhaupt einen Container mitgenommen haben. Das habe ich ihr auch oft vorgehalten, mache ich nicht mehr, weil ich habe meinen Teil dazu beigetragen, ich habe auch zugestimmt. Das Ganze hat uns viel Geld gekostet. Wir haben viele Dinge nach Paraguay damals gebracht, die nicht viel Nutzen für uns hatten, die teilweise kaputt gegangen sind, wie ihre Schuhe zum Beispiel. Da gab es schon mal ein Video drüber hier jetzt in letzter Zeit. Allerdings war es so eine Erfahrung, da gab es auch das Video, ich will jetzt nicht noch eins verlinken, also ihr könnt einfach mal auf unserem Kanal schauen, wenn es interessiert, da gab es ein Video, wie der Kanal, auf unserem Kanal, da haben wir ein Video aufgenommen, wie dieser Container angeliefert wurde. Das haben wir zwar in der ersten Frage auch schon, in der ersten Frage-Antwort-Runde auch schon besprochen, allerdings geht es ja jetzt um eine andere Fragestellung. Und da jetzt auch beinahe, das hat auch, ich sag mal, emotional mit uns was gemacht. Allerdings mehr der störende Aspekt dahinter ist der, im Nachhinein betrachtet, ich hatte vorher den Wunsch, ich eigentlich mehr, lass uns bloß mit Koffern gehen oder bloß mit wenigen Dingen, wir schaffen das auch so, und habe mich dann von den Worten meiner Frau dann quasi dazu hinreißen lassen, weil es ja Vorzüge hätte, ganz viele Dinge mitzunehmen, die brauchen wir uns dann nicht kaufen, die haben wir dann schon. Allerdings war das auch das erste Mal der Auswanderung. Und dann da passiert es halt, dass man Dinge tut oder wir Dinge getan haben, die wir vielleicht im Nachhinein als Fehler betrachten, was ja kein Fehler ist, würde ich sagen, sondern eine Erfahrung, die uns Geld gekostet hat und ja auch nicht total übel war. Also wir haben ja auch Dinge mitgenommen, die wir jetzt sogar noch haben, die wir quasi mit nach Paraguay im Container genommen haben, mit dem Auto dann mit nach Peru genommen haben, mit dem Flugzeug wieder mit nach Deutschland genommen haben und mit dem Flugzeug wieder mit hierher genommen haben. Sind Dinge dabei, nicht viele, aber sind Dinge dabei. Und da können manche schon so eine Geschichte schreiben, manche Gegenstände. Und ob das nun wert ist oder nicht, das ist natürlich auch in Frage zu stellen, weil es alles, prinzipiell sage ich, alles ist ersetzbar. Also alle materiellen Dinge. Trotzdem haftet man ja doch an manchen emotional dran. So, also das mit dem Container würde ich sagen, das ist auch noch so ein Punkt, den ich will das niemandem ausreden, das zu machen. Allerdings würde ich euch sensibilisieren darauf, gut vorher drüber nachzudenken. Erstens mal, was habt ihr für finanzielle Mittel? Wenn ihr gesegnet seid mit finanziellen Mitteln ohne Ende und es interessiert euch nicht, dann macht es einfach, weil dann habt ihr diese Sicherheit, ihr könnt Dinge mitnehmen, wo ihr emotional dran hängt, auch vielleicht welche, die ihr denkt, die könnt ihr nicht bekommen und so. Ähnliche Gedanken wie wir hatten. Allerdings, wenn ihr finanziell schon am Überlegen seid, ja, wie schafft man das, dann überlegt euch das bitte vielleicht nochmal gut und holt euch vielleicht noch andere Meinung ein oder ja. Und ansonsten ist ja, glaube ich, dann Mehrwert, dass man als Team zusammenhalten sollte, nehme ich an. Das geht eigentlich aus allen drei von den angesprochenen Dingen hervor. Das ist das Wichtigste, also das haben wir uns jetzt in letzter Zeit auch immer mehr herauskristallisiert für uns nochmal wieder mehr, ist der Zusammenhalt der Gruppe, bei uns jetzt in dem Fall der Familie mit unseren Kindern, wir beiden, weil wir sind auf uns allein gestellt, wir haben zwar Freunde und so ringsrum, allerdings der Kern, das sollte passen. Haben wir jetzt eine Spinne im Video, die über unsere Kamera läuft? Der Kern sollte passen, ich stehe gleich mal hin. Der Kern sollte passen, wenn, das schweift jetzt zwar kurz ab, aber ich möchte es noch kurz mit sagen. Wir haben andere erlebt, die sind ausgewandert mit Problemen oder mit Themen untereinander in der Familie, die schon da waren, die dann nach der Auswanderung sich potenziert haben und es dann relativ schnell zu einer Trennung kam oder über kurz oder lang, weil das nicht gefestigt war. Das Auswandern an sich ist nicht die Lösung. Ich will jetzt auch nicht zu sehr abschweifen. Kommt die nächste Frage. Nehmen wir noch auf? Ja, ich kann mal schauen. Ja, läuft noch. Ich fasse mich bei der nächsten Frage kürzer. Wobei ich jetzt noch ausdehnen wollte. Okay. Wenn du schon ansprichst, dass wir wirklich Sachen haben, die seit unserer Phase des Hin- und Herwanderns immer noch bei uns sind, da fragen sich ja bestimmt viele, was sowas denn sein könnte.
was so wichtig ist, dass es von A nach P mit uns mitkommt. Aber bevor du noch überlegst, sag ich was. Das hat sich einfach so ergeben, ja. Also das ist nicht, dass ich das von vornherein geplant habe, aber als du das eben erwähnt hast, ist das erste, was mir in den Sinn kam, ist deine, ich nenne die ja so, das ist keine DDR-Hobel, aber der ist irgendwie seitdem, der kommt irgendwie immer mit. Habe ich mir nie ausgesucht, der war halt immer da und ich dachte, ja, pack's da ein. Wiegt ja auch nicht viel. So eine Küchenreibe. So eine Küchenreibe. Ich, Fällt dir noch was ein? ja, es sind ein paar Bücher ja, okay. dabei, zum Beispiel ein paar Bücher. Die du nie gelesen Besteck. hast. Naja, zum Beispiel der Barefoot-Architekt haben wir mitgenommen immer Ja, und der ist aber noch da. ohne Witz, Sebastian hat Bücher eingepackt, die jetzt hier in Peru sind, die er bis dato seit, wie viele Jahre sind das jetzt? 10 Jahre, nicht gelesen hat. Ja, aber ich habe ja noch so viel Zeit in meinem Leben. Also, durch unser Besteck, das ist immer mitgegangen. Das stimmt. Und manch Küchengeräte, wobei die zwischendrin ersetzt wurden, aber das ist, im Prinzip sind die trotzdem mitgegangen. Sogar am Koffer. Ich will jetzt ja nicht so lange drüber nachdenken. Okay. Wenn dir jetzt direkt was einfällt, was du sagst, dann sag das noch, falls jemand interessiert. Ja, die Schuhe, die du angesprochen hast, die sich dann doch irgendwann mal aufgelöst haben, die haben wir gekauft, ganz neu, Ja. 2015 gekauft. Die sind dann noch bis nach Peru jetzt hier mitgekommen, 10 Jahre. Und dann haben sie sich aufgelöst. Ja, wir haben auch manche Dinge in Deutschland wirklich versucht abzuwägen. Jetzt, wo wir das zweite Mal oder das dritte Mal ja ausgewandert sind. Also erst von Deutschland nach Paraguay, dann von Paraguay nach Peru. Ist ja auch eine Auswanderung, Ja, klar, aber klar. nicht von Deutschland aus. Ja. Und jetzt dann nochmal zurück nach Deutschland. Das ist im Prinzip wäre das schon der dritte Schritt. Und jetzt von Deutschland, vierte. also wäre es 4 Mal. Gut, wenn man die Rückwanderung nicht mitzählt, wären es 3. Ja. Das ist natürlich ich wollte sagen, wir haben das schon versucht abzuwägen. Und diese individuellen Bedürfnisse ändern sich auch mit der Zeit, mit der Erfahrung, die wir sammeln. Ja. Deswegen hat sich das auch ein bisschen geändert. So. Meine Frage Nummer 2. Was hast du total unterschätzt und was hast du total überschätzt? Also was war vielleicht schwieriger, als du dachtest und was war anstrengender oder herausfordernder, als du dachtest? Ja, also im Prinzip, mir fällt jetzt gerade nichts Spezielles ein. Allerdings neige ich dazu, das bestätigt mir meine liebe Frau öfters, dass ich Zeiten falsch einschätze. Egal um was es geht. Ich baue das Haus, Aber du musst sagen, welche Richtung. ja, egal Zeitplanungen für etwas, egal um was es geht für eine Planung. Ja, ich meine, für du Dinge, denkst, für Zeiten, wenn ich etwas tun möchte, sage ich vorher, ich brauche Zeit XY dafür. die ist ja immer kürzer als die Originalzeit, die du brauchst. Das wollte ich halt Fast sagen. immer, genau, ja, das wäre schon noch drauf gekommen. Also nicht, dass ich eine falsche Selbsteinschätzung habe wahrscheinlich, aber wahrscheinlich doch. Ich denke immer, es geht schneller und dann im Tun merke ich, es ist doch nicht so. Aber speziell jetzt, was für mich zu schwer war, da kannst du mir vielleicht doch eher auf die Sprünge helfen, zu leicht. Also Dinge, die wir unterschätzt haben, ich glaube, das sind Dinge behördlicher Sachen. Zum Beispiel, ich habe ja geheiratet, habe Sebastians Namen angenommen und dass es ein Problem werden kann, dass man im Reisepass einen Geburtsnamen drinstehen hat und dass man sich dann sogar noch mit dem Konsulat beschäftigt, die bestätigt, dass der Geburtsname nicht mehr der Name ist, den ich hier Tag und Nacht halt bei mir trage. Also es sind solche behördlichen Rein Dinge. informativ steht da noch. Ja, es ist behördliche Sachen, die ich unterschätzt habe, wo ich dachte, das sollte doch einfacher sein. Ich habe doch alle Dokumente mit, ich habe alle besiegelt, beglaubigt, bestempelt und dann kommt da sowas, was so dazwischen funkt, was im Endeffekt immer noch nachhängt, da jetzt hier noch gewisse Banken-Apps immer noch meinen falschen Namen tragen. Man sollte wirklich meinen, es geht einfach, weil ich habe alle passenden Dokumente. Und dann, für mich, da unterschätze ich die Behörden hier immer noch. Wir hatten ja das letztens, dass ich was beim Handyanbieter ändern wollte und man glaubt, man hat alles, man weiß alles, man bringt alles mit und dann kommen sie und das funktioniert doch nicht. Das ist immer wieder. Es kommt immer darauf an, wer auf der anderen Seite vom Schalter sitzt. Jemand Fähiges, was eher selten ist, oder jemand, ja, der einfach nur da sitzt. Dann kann es natürlich sein, die sagen was und das wird einfach nicht gemacht. Und allerdings, was ich jetzt sagen würde, vielleicht das Gegenteil, was leichter als gedacht war, Ja. war jetzt, als wir wiedergekommen sind, unsere Papiere zu machen, also unsere Einwanderung jetzt zu machen, ging relativ leicht und schnell. Ja, das mit dem Namen war nochmal ein Problem gewesen. Allerdings, wir haben es jetzt gelöst. Es ist jetzt gelöst. Sie hat jetzt in ihren peruanischen Dokumenten auch bloß unseren Familiennamen drinstehen, nicht mehr ihren Geburtsnamen mit drinstehen. Da stand vorher drin unser Familienname, dann stand GEB, GEP, Punkt, abgekürzt. So haben sie und mich dann, auch genannt. Und dann noch der Nachname. Also sie hatte 3 Nachnamen bekommen. Das ist aber nicht unüblich. Das passiert bei anderen auch. Allerdings, dass das GEP noch mit drin steht, weil das heißt ja geboren abgekürzt, hat ja in Peru überhaupt gar keine. Die haben gedacht, das ist ein Name. Und wie meine Frau sagt, wir hatten die Bestätigung vom Konsulat, wo drin stand, dass das in Deutschland rein informativ mit reingeschrieben wird. Naja, wollen wir jetzt nicht groß ausdehnen. Wenn das jemand mehr interessiert, solche Themen, schreibt es bitte in die Kommentare. Wir können das auch ausführlicher erklären, wenn das jemand interessiert. Ansonsten
unterschätzt oder überschätzt, fällt mir gerade jetzt sonst nichts zu ein. Kurz am Rande mit, ich bin ja jemand, das mag vielleicht überheblich klingen, ich traue mir ja fast alles zu und sage auch immer zu fast allem, dass ich es kann. Ich sage immer, ich kann alles, also was ich immer ganz oft sage, ich kann alles, vielleicht nicht ganz perfekt, aber ich kann es. Und damit funktioniert auch fast alles. Das ist wirklich ein Türöffner, auch wenn ich jetzt kurz abschweife, das, was ihr hier oben drin denkt und was ihr dann sprecht und was ihr tut, das macht schon etwas mit euch, mit der Außenwelt. Das ist nicht einfach nur Zufall. Und deswegen bin ich in meinem Gedankengut auch recht gefestigt darin, dass ich sage, ich kann alles und nicht wie, ich sag mal, viele Menschen, die ich sonst kenne, zu sagen, ich kann dies nicht, ich kann das nicht, ich kann jenes nicht. Dann wird es auch sehr schwer fallen oder ist es nicht möglich. Genau, und deswegen, mit der Frage, die du hattest, da fällt mir jetzt speziell nichts zu ein, da mit den Behörden, ja. Im Endeffekt, das ist wie die erste Frage, sind alles Herausforderungen. Entweder wir können sie leicht meistern oder es fällt uns ein bisschen schwerer oder es ist ein bisschen mehr Steine im Weg, wie man so sprichwörtlich sagt. Ja. Ich überlege gerade auch, was vielleicht anfangs im Kopf schwieriger war, als es im Endeffekt ist. Mir fällt da auch so schnell nichts ein. Ja, was noch ein Punkt war, allerdings habe ich mir das vorher nicht leicht eingeredet, war die Sprache lernen. Ich habe von Anfang an, wo wir in Paraguay mit dem Rucksack unterwegs waren, da gibt es auch eine Playlist davon. Ich mache das sonst mal in die Videobeschreibung rein, weil oben in der Infokarte geht da nicht so viel. Da hatte ich echt Probleme. Ich habe mir auch immer, das kann meine Frau bestätigen, ich wollte gar nicht. Ich wollte am Anfang nicht die Sprache lernen. War nicht offen dafür. Und da hatte ich auch echt Blockaden und es ging nicht. Wir haben das versucht mit Duolingo, mit Babbel, wir waren ja im Land gewesen. Ich konnte nach den 5 Monaten nicht viel sprechen. Das liegt aber auch daran, dass wir hatten Workaway gemacht bei deutschen Familien und waren bei Freunden und so. Und wir haben nicht so viel Zeit intensiv mit Paraguayern damals verbracht, weil wir auch miteinander Deutsch gesprochen haben. Das wäre natürlich für einen Single, für jemand, der allein geht, leichter, wenn er unter Einheimischen ist. Und dann aber irgendwann hat es Klick gemacht, spätestens dann, als wir in Paraguay auf uns allein gestellt waren, dann musste ich und dann ging es auch recht schnell. Genau, und das war jetzt, ich habe jetzt nicht immer mehr so im Fokus drin. Die erste Auswanderung nach Paraguay hat schon mehr Hürden mit sich gebracht durch die Sprache, definitiv. Ja. Das war jetzt easy going, sage ich mal auf Englisch, weil wir waren jetzt in Deutschland, aber die Sprache ist nicht weg. Und wir waren ja schon in Peru gewesen, und jetzt ist die Sprache noch gefestigter bei uns beiden. Okay. Ich denke, das reicht. Aber zu allen Fragen, wenn euch die Antworten von mir nicht ausführlich genug sind oder ihr denkt, ich bin nur abgeschwiffen und habe überhaupt nicht den Kern getroffen, schreibt es bitte in die Kommentare rein, dann machen wir einen Nachtrag dazu oder schreibt es in den Kommentar dann ausführlich. Und wenn ihr noch mehr solche Videos sehen wollt, gebt uns doch schon mal einen Daumen nach oben. Dann wissen wir, dass es euch gefällt. Ja. So, letzte Frage. Welche 3 Dinge sollte jeder erledigt haben, bevor er den Schritt ins Ausland, in die Auswanderung plant, anhand seiner Erfahrungen? 3 Dinge erledigt haben. Also, erster Punkt, wichtigster Punkt, seid mit euch selbst und mit den Menschen, mit denen ihr geht, im Reinen. Dazu gehört, sind alle wirklich 100% damit einverstanden, diesen Schritt zu gehen. Weil wir haben auch schon bei anderen das erlebt, dass einer mitgegangen ist, dem anderen zuliebe, und dann ist er nie mit dem ganzen Herzen dabei. Und dann ist auch die Beziehung dann nicht gefestigt. Also das ist schon mal sehr wichtig. Wenn ihr allein seid, okay, dann müsst ihr nur mit euch selbst im Reinen sein. Das ist eigentlich essentiell. Essentiell, siehst du? Also es klingt alles so ähnlich. Essentiell wichtig. Ihr denkt vielleicht, ich erzähle was vom Pferd oder so. Weiß nicht, allerdings haben wir das jetzt mit festgestellt. Auch an der Beobachtung der anderen. Es ist so wichtig, weil wenn ihr erstmal im Ausland seid, klar, ihr habt vielleicht Freunde, ihr habt vielleicht mal hier Bekannte. Allerdings, was ich gerade vorhin schon gesagt habe, die Kernfamilie, wenn das nicht passt und mit den Menschen, mit denen ihr am meisten Zeit verbringt, dann wird es echt schwer. Oder ist zum Scheitern verurteilt. Wobei ich das eigentlich gar nicht sagen sollte, weil wir haben jetzt Kommentare erhalten, wo dann gesagt wurde, das ist zum Scheitern verurteilt. Da ging es mehr um materielle Dinge. Allerdings trotzdem, ich denke drüber nach. Wie nochmal? Was für Punkte? Ich neige dazu. Welche 3 Dinge sollte jeder erledigt haben? Erledigt haben. Es kommt darauf an, was ihr vorhabt. Wobei, ich will ja niemals nie sagen, wir sind auch zurückgegangen nach Deutschland, allerdings hatte das einen anderen Grund, nicht weil wir gescheitert sind, sondern weil wir für die Familie da sein wollten. Bis zum Tode, und das haben wir auch gemacht. Und dass ihr, wenn ihr geht und wieder zurück und denkt, wieder zurückzukommen, dass ihr wirklich
mit allen Behörden alles ordentlich abschließt. Alles ordentlich abschließt, weil wir hatten Probleme mit der Krankenkasse zum Beispiel jetzt. Die haben nach einem halben Jahr die Adresse von meinem Vater einen Brief geschrieben, wieso meine Frau denn nicht mehr zahlt, obwohl ich uns abgemeldet habe. Allerdings haben sie das nicht auf uns alle bezogen. Wobei in der Abmeldebescheinigung unser aller Namen drin stand, von uns allen Vieren. Und sie haben das aber nicht auf sie bezogen. Wir waren bei derselben Krankenkasse. Ich habe mit telefoniert gehabt. Allerdings, nehmt mir es nicht übel, sind da auch nur noch Enten. Also ganz selten, dass man da mal einen Adler am Telefon hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch damit auskennt. Kompetent. Jedenfalls unfähige oder kompetent oder unkompetente Mitarbeiter. Ja, jedenfalls klärt das alles so, dass ihr mit einem guten Gewissen gehen könnt, damit, falls ihr doch wieder zurückkommt, dass ihr da nicht Probleme habt. Das, denke ich, ist auch ein wichtiger Punkt. Und was sonst noch zu klären? Ja, das ist ja im Prinzip keine Altlasten hinterlassen, das gehört mit dazu. Ja, und vielleicht noch klären, wenn ihr geht, wo ihr hingeht, wo auch immer, was möchtet ihr tun? Wie wollt ihr Geld verdienen? Wie wollt ihr euer Leben da gestalten? Dass ihr euch da vorher schon Gedanken macht und nicht auf gut Glück, wobei das mag bei manchen noch funktionieren, einfach ins Ausland zu gehen und dann zu hoffen, ja, es wird sich schon irgendwie alles fügen. Vielleicht wenigstens ein paar Gedanken vorher machen. Ich sage nicht, dass du euch einen Businessplan aufstellt und vorher alles ins Detail durchplant. Haben wir auch nicht gemacht. Das geht auch nicht zu planen, weil gerade jetzt hier, wenn ihr jetzt nach Südamerika geht oder weiter weg von Deutschland ins Ausland, nach Afrika oder nach Asien, die Mentalität der Menschen ist völlig anders, auch der Behörden. Da kann man nicht alles im Vorfeld planen. Das funktioniert nicht, weil es kommt dann meistens anders, erstens anders und zweitens, als man denkt. Entweder das Wetter oder eben die anderen Menschen oder die Behörden machen dann halt Dinge, wo man dann ja eine Auszeit einlegt. Und dann ist es halt an uns, nach unserer deutschen Einstellung vielleicht, die viele haben, wütend zu sein, kann doch nicht sein. Oder, ja, was soll's, nehme ich halt, wie es kommt, wie es die Einheimischen machen. Wobei die auch nicht alle gleich sind. Gut. Hast du noch was dazu zu sagen, was du vielleicht dir erhofft hättest, was ich vielleicht für Antworten gebe? Das wäre ja auch interessant, weil du kennst mich ja, sag mal, sehr gut. Na, was ich auf der Liste einfach noch angefügt hätte, was ich finde, was vorher erledigt sein sollte, ist, dass ich mich ansatzweise mit dem auseinandersetze, was das Land vielleicht für mich bereithält. Gehe ich jetzt einfach nur nach Europa, wo vielleicht europäische Standards herrscht, was, wie du schon sagst, was sind meine eigenen Wünsche vor Ort, wie will ich dort leben, mit wem will ich leben, was will ich tun und kann das irgendwie dort gegeben sein? Habe ich vielleicht Kontaktmöglichkeiten, die in dem Land vorherrschen, über Facebook-Gruppen etc., um überhaupt ansatzweise ein Gefühl zu bekommen, ob das der passende Ort sein kann. Natürlich im Idealfall macht ihr vorher Urlaub. Da haben wir auch eine 5-Monats-Reise durch Paraguay gemacht und haben im Nachhinein festgestellt, ein Jahr wäre besser gewesen. Weil wir nur den Sommer erlebt haben und das hänge ich jetzt noch kurz an. Und als wir dann wirklich ausgewandert sind, ne, mit allem Hab und Gut, wie er schon sagt, im Container, und ich steige aus dem Flugzeug aus, ich habe kurze Kleidung an, ich habe gefroren. Es war Nieselwetter, es war total richtiges Shitwetter. Und du hast deine Schuhe in Deutschland auf dem Klo stehen lassen. Ja, ich habe für irgendjemanden, der ohne Schuhe unterwegs ist, am Flughafen der Schuhe stehen gelassen, meine Jacke hängen lassen. Und ich war nicht darauf vorbereitet, dass das Wetter so aussehen kann. Also, wenn ihr es könnt, macht euch schlau, was das Land für euch bereithält, was die Bedingungen sind, wie die Menschen drauf sind, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt. Nur ein Gefühl, denn eigentlich müsst ihr vor Ort sein, um es zu fühlen, aber wenigstens eine Idee. Das hatte ich mit der dritten Antwort im Prinzip gemeint, allerdings nicht so genau gesagt. Ich hatte es bei dem letzten Teil schon gesagt, da gibt es eine Playlist davon auch, von diesen 3 Fragen, 0 Vorbereitung-Reihe. Wenn ihr da Fragen habt, die ihr gerne möchtet, dass einer von uns sie dem anderen stellt, dann schreibt es da unten rein. Wir kriegen das schon irgendwie hin, dass der andere es nicht mitbekommt. Ja, also ich habe die Fragen echt nicht gewusst. Also die Fragen sind wirklich, wir machen das heimlich, dass ich oder meine Frau die Fragen vorher sich notieren. Und sie werden erst direkt, wenn wir es aufnehmen, gestellt. Also ich habe wirklich 0 Vorbereitung, deswegen dauert auch das Überlegen manchmal ein bisschen. Und was ich sagen wollte, weil sie gerade nochmal von Paraguay gesprochen hat, wir hatten damals schon 1, 2 Videos gemacht, 2, meine Frau, Unterschied Paraguay zu Peru. Jetzt haben wir viel mehr Erfahrung hier gesammelt. Wenn ihr da ein Update haben möchtet, schreibt das auch bitte gerne in die Kommentare rein. Oder allgemein, wenn ihr Fragen habt oder Videowünsche habt, entweder in die Kommentare, uns eine E-Mail schreiben oder, ich weiß nicht, wie man uns sonst halt kontaktieren kann über diese Möglichkeiten, die es halt gibt. Ich wollte gerade sagen, E-Mail ist ganz praktisch, weil da könntet ihr nämlich auch in den Betreff schreiben, ob es Fragen sind, die ich Sebastian stellen soll. Dann schreibt ihr Julien hin, dann öffnet nur Julien das. Schreibt ihr Sebastian in den Betreff, wird nur Sebastian die E-Mails öffnen. Und
Ja, zum Beispiel dann die E-Mail so, 3 Fragen an Sebastian, da würde ich sie nicht öffnen. Ja, oder, genau. Dass man das anhand des Titels sage ich, anhand des Betreffs entnehmen kann. Genau. Ja, das war's. Das war's. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und es hat euch weitergeholfen. Ihr merkt vielleicht, dass wir, wenn wir von solchen Dingen erzählen, noch so ein bisschen aufblühen, weil das auch wieder Emotionen hervorbringt. Und es tut uns gut, das zu machen. Deswegen hatten wir diese Idee, dieses Format ins Leben zu rufen für uns. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Dir hat das Video gefallen? Dann klicke auf den Abonnier-Button und aktiviere die Glocke. Und schaue gerne weitere Videos von uns an.